Hallo und herzlich willkommen. Es gibt viele Möglichkeiten, die Erdbeerzeit kulinarisch zu genießen. Ich zeige euch heute die Herstellung einer Flockentorte, eine besonders schöne und beeindruckende Variante aus Brandteig mit Sahne und Erdbeeren. Für den Brandteig nehme ich die folgenden Zutaten: 200 ml Wasser, 200 Gramm Mehl, 70 Gramm Butter, 5 Eier, 1 Esslöffel Zucker und ein Viertel Teelöffel Salz. Zuerst die Butter, den Zucker und das Salz mit dem Wasser in einen Topf geben. Dann das Mehl durchsieben. Das Mehl erstmal zur Seite stellen und die Zutaten im Topf aufkochen. Die Butter immer wieder mal umrühren. Das Besondere am Brandteig ist, dass der später abgebrannt wird, und ich zeige euch, wie das geht. Wenn die Masse kocht, dann kurz von der Herdplatte gehen und das Mehl in einer Menge zugeben. Und einrühren, so lange bis ein dicker Kloß entsteht. Wenn das ganze Mehl komplett eingearbeitet ist, wieder zurück auf die heiße Herdplatte und den Teig abbrennen. Den Teig jetzt so lange rühren, bis auf dem Topfboden eine dicke weiße Haut entsteht. Und diesen Vorgang nennt man Abbrennen. Man sieht schon, es bildet sich eine Haut. Und das Abbrennen sollte nicht länger wie 2 Minuten dauern, sonst wird der Teig zäh. Und so sollte der Topfboden dann ausschauen. Nach dem Abbrennen den Teig in eine Rührschüssel umfüllen. Den Teig jetzt ganz kurz abkühlen lassen, nach 2-3 Minuten das erste Ei zugeben und mit dem Handrührgerät so lange rühren, bis der Teig das Ei vollständig aufgenommen hat. Und mit den Eiern jetzt nach und nach genauso verfahren. Wenn der Teig sich an die Rührbesen so hoch drückt, dann den Teig abmachen und die Rührbesen säubern und mit Öl einreiben, dann kann der Teig nicht mehr hochklettern. Am besten macht man das natürlich gleich zu Beginn. Dann passiert es erst gar nicht. Aber ich wollte es einfach mal zeigen. Der Teig ist jetzt fertig und muss ca. 10 Minuten abkühlen. Für die Flockentorte brauche ich 5 dünne Böden und ich bereite jetzt schon mal das Backblech vor. Ihr wisst ja, ich backe fast immer mit Umluft und beim Brandteig ist es nötig, den Backofen auf 180 Grad vorzuheizen. Die Böden backe ich auf dem Backpapier und habe den Rand einer 26er Springform darauf gestellt. Und jetzt zeichne ich mir mit Bleistift den Durchmesser an. Das Backpapier in der richtigen Größe abschneiden. Die angezeichnete Seite nach unten drehen und ich knicke mir die Ecken immer noch etwas ein. Etwa 1/5 des Teiges darauf geben und dünn und gleichmäßig innerhalb von dem Kreis verstreichen. Ich nehme dazu einen Tortenheber, knicke mir die eine Seite vom Backpapier etwas ein, damit es schön straff liegt. Und dann geht es relativ einfach. Ich verwende Backpapier, sonst müsste ich die Springform nach dem Backen jeweils abkühlen lassen und so kann ich die Böden mit Umluft gleich 3 auf einmal backen. Und wer keine Umluft am Herd hat, bereitet die Springform vor, das heißt fetten und mehlen oder mit Backtrennmittel ausstreichen
und backe die 5 Böden nacheinander. Auf ein Backblech geben und im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Umluft ca. 15 Minuten backen. Ich hatte jetzt die ersten 3 Böden im Ofen einfach vom Backpapier nehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Und so sieht der zweite aus. Und das ist jetzt der dritte. Und für die anderen 2 kann ich sogar das Backpapier nochmal verwenden. Das sind jetzt die 5 Böden und 3 brauche ich für die Torte und dazu nehme ich die, die die wenigsten Erhebungen haben. Die anderen beiden brauche ich für die Deko. Die 2 Böden zupfe ich in etwa 2 Euro große Stücke. Und mit diesen Stücken wird nachher die Torte verkleidet. Und so geht es natürlich rationell. Diese Torte wird auf einem Nougatboden geschichtet. Dieser Boden wird nicht gebacken, sondern aus Zwieback und Nougat hergestellt. Ich nehme dazu 12 Scheiben Zwieback und 200 Gramm Nougat. Das Nougat erwärmen und den Zwieback fein zermahlen. Am besten geht es mit dem Mixer. Wer keinen Mixer hat, gibt den Zwieback in einen Gefrierbeutel und zerkleinert es mit dem Nudelholz. Dann den Zwieback mit dem Nougat vermischen. Ich nehme dazu einen Esslöffel, das geht immer ganz gut. Diesen Boden habe ich schon mal verwendet bei der Windbeuteltorte. Vielleicht haben einige von euch auch diese schon einmal ausprobiert. Und dieser Boden schmeckt einfach super gut. Den Tortenring habe ich wieder auf die Größe von der 26er Springform eingestellt und gebe ihn gleich auf das gebrauchte Backpapier. Das kann man gut noch einmal verwenden. Dann die Masse darauf geben und mit dem Löffel fest in die Form drücken. Und darauf achten, dass er etwa gleich hoch ist. Den Ring jetzt lösen und den Boden für ca. 15 Minuten in den Kühlschrank stellen. Bis der Boden abkühlt, bereite ich schon 500 Gramm Erdbeeren vor, waschen, 6 zur Seite legen und den Rest vom Grün befreien und in kleine Würfel schneiden. Und jetzt die Erdbeeren kühl stellen. Als nächstes 1 Liter Sahne mit 50 Gramm Puderzucker steif schlagen. Ich schlage erstmal die Hälfte steif, die Maschine ist für 1 Liter etwas zu klein. Und natürlich mit der Hälfte des Puderzuckers. Und den Rest wieder kühl stellen. Nach dem Steifschlagen die Sahne umfüllen und kühl stellen. Und dann den Rest schlagen. Nach dem Sahneschlagen die Torte dann einschichten. Von dem Nougatboden jetzt das Backpapier lösen. Den Boden mit der glatten Seite auf die Tortenplatte setzen. Dazu einfach umdrehen und darauf geben. Vielleicht noch etwas ausrichten, dass er in der Mitte ist. Und dann den Tortenring darum legen. Ich habe die Sahne auf 2-mal geschlagen. Aus dem einen Topf halte ich die Hälfte für die Deko zurück. In dem Sahnetopf habe ich jetzt 3/4 der Sahnemenge und gebe die kompletten Erdbeeren darüber. Und das Ganze jetzt ganz vorsichtig untermischen. Und immer von unten nach oben und versuchen die Erdbeeren nicht zu zerdrücken. Jetzt 1/3 dieser Erdbeersahne auf den ersten Boden geben und verteilen. Jetzt nehme ich mir den ersten Brandteigboden und lege diesen auf die Sahne-Erdbeerschicht. Das Ganze etwas andrücken. Jetzt das zweite Drittel darauf geben
und ebenso verteilen. Es muss auch hier nicht gerade sein, weil der Brandteigboden ja auch sehr wellig ist. Dann den zweiten Brandteigboden auflegen und ebenfalls wieder leicht andrücken und den Rest von der Erdbeersahne darüber geben und wieder verteilen. Und jetzt den dritten Boden auflegen und wieder andrücken. Von der zurückgehaltenen Sahne für die Deko gebe ich noch 2 bis 3 Esslöffel in den Spritzbeutel und natürlich wieder kühl stellen. Die Sahne jetzt auf den Boden geben und etwas glatt streichen. Hierauf kommen ja dann noch unsere zerzupften Brandteigstücke. Und das Schöne an der Torte ist, man braucht die Oberfläche gar nicht ganz glatt machen. Und jetzt den Tortenring lösen. Und jetzt geht es weiter mit der Deko. Dazu diese Flockenstücke auf der Tortenoberfläche und am Rand locker aufbringen. Es ist doch wirklich mal eine ganz einfache Deko. Und jetzt noch die Sahnetupfer aufbringen. Und auf jedes Stück noch eine Erdbeerhälfte setzen. Und so sieht die fertige Flockentorte jetzt aus und vorm Servieren noch 1 Stunde kühl stellen. Und jetzt noch anschneiden. Durch die Flocken geht es nicht ganz so einfach, aber die kann man dann wieder etwas zurechtrücken. Nach dem Schneiden die Flöckchen, die so sehr verrutscht sind, einfach wieder etwas an Ort und Stelle bringen. Ups. Das erste Stück geht immer am schwersten aus der Torte, aber geschafft. Und so sieht die Flockentorte jetzt noch von innen aus. Traut euch einfach. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.